Hallo zusammen! Von diesem Vital-Sauerteigbrot sind alle begeistert. Bist es auch du? Dann bleib jetzt dran! Für unser Vital-Sauerteigbrot benötigen wir wie immer einen Sauerteig. Hierfür gibst du von deinem Sauerteigansatz aus dem Kühlschrank 100 Gramm in eine Schüssel. Danach geben wir 200 Gramm lauwarmes Wasser dazu. Die Wassertemperatur sollte wie immer zwischen 34 und 36 Grad haben. Das Ganze wird jetzt erstmal gut verrührt. Zum Schluss kommen noch 200 Gramm Roggenvollkornmehl dazu. Diese 3 Zutaten werden jetzt so lange miteinander verrührt, bis die Masse cremig bis leicht fest ist. Der Vorteig wird jetzt mittels einer Teigspachtel noch vom Rand abgekratzt. Bevor ihr euren Sauerteigansatz wieder zurück in den Kühlschrank stellt, vergesst nicht, ihn zu füttern. Euren Vorteig könnt ihr jetzt mit einem Teller zudecken und bei Raumtemperatur 8 bis 9 Stunden stehen lassen. Meinen Vorteig lasse ich immer über Nacht rasten, dann kann ich mich morgens an den Hauptteig machen. Dafür gebt ihr 700 Gramm lauwarmes Wasser in eine Schüssel. Danach kommen alle trockenen Zutaten wie 200 Gramm Dinkelvollkornmehl, 840 Gramm Roggenvollkornmehl, 120 Gramm Sonnenblumenkerne, 40 Gramm geschrotteter Leinsamen und 20 Gramm Salz dazu. In unser Vitalbrot gehören natürlich auch 160 Gramm geriebene Karotten. Diese werden zuerst geschält und mit einer Gemüsereibe heruntergerieben. Wichtig ist, verwendet die grobe Seite dafür. Die geriebenen Karotten kommen natürlich auch in die Schüssel. Zum Schluss fehlt jetzt nur noch die wichtigste Zutat, unser Vorteig. Davon gebt ihr 400 Gramm in die Schüssel. Ich mache vorher gerne eine kleine Grube, damit der Vorteig nicht am Knethaken kleben bleibt. Es macht überhaupt nichts, wenn eure Zutaten ein paar Gramm abweichen. Die meiste Arbeit ist jetzt auch schon geschafft. Jetzt gehört der Teig nur noch geknetet. Wichtig ist, dass der Teig nur so lange geknetet wird, bis alle Zutaten gut miteinander vermengt sind. Denn ansonsten wird er klebriger, als er ohnehin schon ist. Ich verwende, wie bei jedem Brotteig, eine Germschüssel, in der er jetzt bei Zimmertemperatur 8 bis 9 Stunden rasten kann. Sollte es euch aus zeitlichen Gründen nicht ausgehen, die 8 bis 9 Stunden einzuhalten, dann ist es auch kein Problem, wenn ihr den Teig 1 bis 2 Stunden länger rasten lässt. Beim Aufmachen der Schüssel sollte euch jetzt ein leicht säuerlicher Duft in die Nase steigen. Euer Teig sollte jetzt schön aufgegangen sein und leichte Blasen gebildet haben.
Dann könnt ihr die Masse in 2 Kastenformen füllen, die mit Backpapier ausgelegt sind. Da der Teig etwas klebrig ist, verwende ich gerne 2 Teigspachteln. Drückt ihn jetzt noch etwas in die Form. Als fast letzten Arbeitsschritt werden wir unser Brot jetzt noch mit Wasser besprühen. Solltet ihr keine Sprühflasche zu Hause haben, dann könnt ihr auch gerne einen Pinsel verwenden. Achtet nur darauf, euer Brot nicht mit zu viel Wasser einzupinseln. Zu guter Letzt kommen noch unsere Sonnenblumenkerne darüber. Diese werden dann noch mit etwas feuchten Händen ans Brot angedrückt. Bevor euer Brot jetzt in den Backofen kommt, muss es nochmal eine Stunde bei Raumtemperatur zugedeckt rasten. Nach einer Stunde sollte euer Brot jetzt nochmal etwas aufgegangen sein. Jetzt kommen die 2 Brote bei 200 Grad und viel Dampf für 43 Minuten in euren Backofen. Ich nehme bei unserem Miele-Gerät immer 3 manuelle Dampfstöße. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Gefäß mit Wasser dazustellen. Jetzt könnt ihr euer saftiges Vital-Sauerteigbrot genießen. Hat euch unser Video gefallen, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.